Ich freue mich, Dr. Vera Leininger als erste Rednerin ankündigen zu dürfen. Sie ist Pragerin, die seit mehr als 30 Jahren in Deutschland lebt, in Köln studierte und dazwischen 9 Jahre in Singapur lebte und arbeitete. Sie ist von Beruf Historikerin, Autorin und hat auch viele Kunstausstellungen in Asien und Europa. Als Historikerin sieht sie die Problematik der Pandemie und deren Auswirkungen auf unsere Gesellschaft in etwas größerem Rahmen. Bitte, Vera. Ich danke dir, Simone, danke für die Vorstellung. Vielen Dank auch für die Einladung. Ja, ich bin auch betroffen eben. Aus der Sicht des Historikers, die Menschheit und alle Lebewesen auf der Erde leben mit Viren und Bakterien, diesen unsichtbaren Wesen mit einer omnipotenten Macht über uns seit Anbeginn. Die Geschichte der Menschheit könnte man auch als Geschichte von Pandemie sehen. So kann man auch zum Beispiel etwa 15 Pestwellen in der Antike und Mittelalter belegen. Nicht alle Länder waren immer gleich betroffen, sie schwächte sich ab, dann trat sie wieder auf. Ähnlich war es mit Pocken. In Indien und alten China hatte man vor Jahrhunderten mit Schorfstaub und aufritzender Haut versucht, Menschen schwach zu infizieren, um eine Immunitätsantwort zu erzeugen. Schließlich gelang es erst 1796 einem britischen Arzt durch Infizieren seines Sohnes mit harmloseren Kuhpockenviren die Entwicklung von moderner Pockenimpfung zu starten, die dann endlich 180 Jahre später erst zur Ausrottung des Pockenvirus führte. Seit Anbeginn bemüht sich also der Mensch aktiv, die Erkrankungen und das Sterben durch Viren und Bakterien zu verhindern. Gerade dieser Kampf hat auch Mensch in seiner Existenz kreativ gemacht. Haben sich Pandemien von alleine aufgelöst? Auch das kam vor. Nachdem die gesamte Weltbevölkerung zur Hälfte dezimiert wurde, wie zum Beispiel im 7., 8. Jahrhundert belegt, woraufhin Hungersnöte kamen, weil niemand die Felder bearbeiten konnte. Und einmal im 14. Jahrhundert, wobei es noch weitere 350 Jahre dauerte, bis die Pest überhaupt verschwand. Eine sogenannte Herdenimmunität kostet viel Leben und dauert Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte. Aktive Maßnahmen sind wichtig und eben in ihrer Vielfalt die einzige Lösung, den Infektionen einen Anhalt zu bieten. Seit der Antike haben Könige und Fürsten Maßnahmen angeordnet, um die Bevölkerung zu schützen. Auch damals haben sich Menschen dagegen gewehrt und haben es ignoriert. Das, was wir heute Quarantäne und Lockdown nennen, kannte man auch. Menschen, die angesteckt und ansteckend sind, zu isolieren, auch eine Selbstisolation aus Solidarität, ist nichts Neues. Bis heute isolieren sich Menschen in westafrikanischen Dörfern bei den Ausbrüchen mit einem hoch ansteckenden Ebola-Virus. Hätte man 2003 bei SARS nicht sofort mit beschränkenden Maßnahmen in Asien begonnen, hätten wir damals schon eine Pandemie gehabt. Und das bei einer 25-prozentigen Mortalitätsrate. Auch Masken kennt man seit Jahrhunderten. Sie wurden mit Kräutern gefüllt getragen. In betroffenen Orten hat niemand Feste gefeiert. Nur das Nötigste wurde versorgt. Nie hat man bewusst aufgegeben, Mittel zu benutzen, um die Verbreitung von Infektionen zu verhindern. Ein Aufgeben war nie eine Option und ist es heute auch nicht. Obwohl Pandemien wirtschaftliche Krisen brachten, erfolgte nach einiger Zeit wieder auch ein Aufschwung, der eine Modernisierung der Technologien und wirtschaftliches und kulturelles Wachstum brachte. Im Unterschied zur Antike und Mittelalter, ja auch im Unterschied zu der spanischen Grippe 1918, bei etlichen Millionen Toten weltweit, haben wir heute die Möglichkeit, mit mehreren greifenden Instrumenten die Pandemie zu bekämpfen und die Gesundheit und das Leben zu schützen. Wir profitieren heute davon, dass die Forschung der letzten 30 Jahre schnell vorantrat und somit konnte man auch die Impfung gegen Covid entsprechend schnell entwickeln. Sie ist ein wichtiger Bestandteil unseres Instrumentariums, aber nicht der einzige. Was passiert aber mit der Bildung, den Bestandteil unserer Kultur, die so oft heutzutage zitiert und diskutiert wird? Für sie aber keine adäquaten, humanen und gerechten Lösungen gesucht werden. Im Unterschied zu der Bemühung der Menschheit, die Viren und Bakterien zu bekämpfen, ist die Sache der allgemeinen Bildung und Schulen eine recht junge Angelegenheit. Unsere schulischen Systeme existieren seit 200 Jahren. Es hat sich seither etliches verändert, vieles aber erhalten geblieben. Schließlich, Gesundheit wird vorausgesetzt, damit man lernen kann. Siechen und belastet mit Krankheiten haben Kinder und Jugendliche noch nie etwas lernen können.
Zusammenfassend könnte man sagen, noch nie in der Geschichte der Menschheit waren auf der Erde so viele Menschen wie jetzt. Noch nie bewegte sich diese Menschheit bei Reisen so viel und so weit und noch nie war die Erde durch unser Zutun so kaputt gemacht worden und mit CO2, Atom und Plastik verunreinigt. Zugleich haben wir zum ersten Mal Technologien, um einen mehr als 55 Millionen entfernten Planeten, einen Rover zu landen und seine Bilder zur Erde zu schicken. Zum ersten Mal haben wir Technologien, mit denen Nachrichten und Informationen rund um den Globus innerhalb von Sekunden verbreiten können. Zugleich begegnen wir zum ersten Mal einer derartig schnellen pandemischen Situation mit so einem derart komplexen Virus. Einem Virus, dessen Wirkung wir in Zukunft nicht vorausplanen können. Zum ersten Mal waren wir so schnell fähig, auf eine solche Bedrohung aber auch zu reagieren und eine wirksame Impfung zu entwickeln und bereitzustellen. Die Verfügbarkeit der Impfung in der ganzen Welt hat nun die größte Priorität. Wir sind auch sonst nicht mittellos in diesem Krieg gegen das Virus. Wir kennen alle Instrumente, die wir zur erfolgreichen Bekämpfung der Pandemie brauchen, auch für unsere Kinder. Wir wissen, dass unser Verhalten die Übertragung verhindert. Wir wissen, dass die Masken als einfachste Mittel, das Jahrhunderte benutzt wurde, die Übertragung minimieren. Wir wissen, dass Luftfilter im inneren Bereich helfen würden. Wir haben die Möglichkeiten, digitale Mittel zu benutzen, um Schüler auf Distanz zu unterrichten und somit die Gruppen in Präsenz mit notwendigem Abstand klein zu halten, nur für die, die es unbedingt brauchen. Wir haben Tests, die uns, wenn richtig eingesetzt und bei niedrigen Zahlen, die Nachverfolgbarkeit der Fälle ermöglichen. Und schließlich haben wir die Quarantäne, unangenehm, aber das älteste, billigste und einfachste Mittel zur Bekämpfung einer Pandemie. Wir wissen, wenn wir alle diese Mittel zusammen einsetzen, wird es keine Lockdowns geben. Wir wissen aber auch, dass wenn wir sie nicht einsetzen und eine Durchseuchung der Jüngsten und Jüngeren erlauben, wird der letzte Mittel der Lockdown sein. So sehr die Interessen der Vertreter der einzelnen Maßnahmen unterschiedlich sind, so muss allen klar sein, dass wir nur gemeinsam gegen das Virus gewinnen können. Unser Verhalten ist dabei entscheidend. Unser Verhalten bestimmt, wie sich das Virus verbreitet, wie es mutiert, ob es abgeschwächt oder ob wir jetzt die Mutation stärker werden. Wir bestimmen, ob unsere Kinder sich anstecken müssen oder eben nicht. Wir müssen nicht unsere Kinder dem Wirtschaftswachstum oder der Ökonomie opfern, denn jeder weiß, dass Wirtschaft mit Kranken, Siechenden und Toten gar nicht wachsen kann. Wir müssen das Kostbarste in unserer Gesellschaft schützen, die Gesundheit unserer Kinder. Ihre Zukunft ist bestimmt von unserem Handeln jetzt. Wir entscheiden, ob sie sich in Sicherheit weiterbilden können, damit sie den Herausforderungen der Zukunft gewachsen sind. Wir müssen jetzt handeln, damit wir später nicht beschämt antworten müssen, wir hätten es nicht gewusst. Vielen Dank.